Du hast deinen ersten Korb aus Zeitung geflochten und weißt nun nicht, wie du ihn super robust machen kannst. Kann man solche Körbe überhaupt mit Wasser waschen? Wie kann man sie über viele Jahre hinweg erhalten? Heute sprechen wir über den letzten Schritt des Flechtens, das Lackieren. Gerade der Lack macht den Korb robust, schützt vor Feuchtigkeit und verlängert seine Lebensdauer. Aber für Anfänger ist es leicht, sich zu verwirren. Welchen Lack soll man wählen, wie trägt man ihn richtig auf und wie vermeidet man Läufer? Wir gehen alles Schritt für Schritt durch, damit es bei dir auf jeden Fall klappt. Hallo, mein Name ist Katharina und ihr seid auf dem Kanal, wo sich eine gewöhnliche Zeitung in etwas Ungewöhnliches und Cooles verwandelt. Dieses Video ist dank eurer Aktivität entstanden. Eure Kommentare haben mich inspiriert, das Thema Lackieren so detailliert wie möglich zu behandeln. Ehrlich gesagt habe ich dieses Tutorial lange aufgeschoben, weil mir das Lackieren als das einfachste Thema erschien. Aber eure Fragen haben mich daran erinnert, dass es selbst in solchen auf den ersten Blick einfachen Themen Nuancen gibt, über die es sich zu sprechen lohnt. Also gib ein Like, abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast, und schreib einen Kommentar. Das hilft nicht nur der Entwicklung des Kanals, sondern deine Fragen können auch die Grundlage für neue Tutorials bilden. So, genug geplaudert, los geht's! Warum sollte man einen Korb überhaupt lackieren? Kurz gesagt, ohne Lackierung kann ein Korb nicht so lange halten, wie man es sich wünschen würde. Der Lack macht die Produkte robust, schützt vor Feuchtigkeit und erleichtert die Reinigung. Nach dem Lackieren ist die einfachste Art der Reinigung für geflochtene Produkte eine kühle Dusche mit Seifenlauge. Ohne Lack hingegen weicht der Korb auf und kann schnell seine Form verlieren. Außerdem kann man mit Hilfe von Lack nicht nur seine Lebensdauer verlängern, sondern ihn auch verwandeln und ihm einen neuen Farbton verleihen. Daher spielt das Lackieren von Produkten eine sehr wichtige Rolle. Welchen Lack soll man wählen? Ich verstehe, die Wahl des Lacks ist ein echtes Rätsel, besonders wenn man zum ersten Mal damit zu tun hat. Aber wir werden jetzt alles klären! Die optimale Variante ist Holzlack auf Wasserbasis. Er hat keinen stechenden Geruch, trocknet schnell und schützt die Oberfläche hervorragend. Und wenn maximale Sicherheit wichtig ist, kann man einen Lack wählen, der für Kindermöbel und Spielzeug verwendet wird. Solche Zusammensetzungen werden zusätzlich geprüft. Man kann zwischen matt oder glänzend, transparent oder farbig wählen. Hier hängt alles von deinem Geschmack ab. Wenn du den Korb einfach nur schützen und unverändert lassen möchtest, nimm transparenten, matten Lack. Glänzender Lack verleiht dem Produkt glänzende Reflexe. Möchtest du mit Farbtönen experimentieren? Dann probiere farbigen Holzlack aus. Mein universeller Favorit ist transparenter, matter Lack auf Wasserbasis für Kinderspielzeug. Theoretisch kann man auch andere Varianten mit höherem Schutzgrad verwenden, zum Beispiel Parkett oder Bootslacke. Es ist jedoch wichtig, einige Nuancen zu berücksichtigen. Erstens haben solche Lacke oft einen stechenden Geruch, der wochenlang ausdünsten kann. Und zweitens kann die Zusammensetzung auf Lösungsmittelbasis die gefärbten Röhrchen beeinträchtigen und die ganze Arbeit wäre gefährdet. Daher mein Rat, verwende Holzlack auf Wasserbasis und du liegst garantiert richtig. Weiter geht's. Wie läuft der Lackierprozess überhaupt ab? Eigentlich ist das Lackieren gar nicht so schwierig, wie es scheinen mag. Hier sind einige Tipps von mir. Vorbereitung. Das Lackieren erfolgt erst, nachdem das Produkt vollständig geflochten ist. Alle Schwänzchen sind abgeschnitten, verklebt, der Korb ist vollständig trocken, dann kann man anfangen. Wenn du planst, dekorative Elemente hinzuzufügen, Schnüre, Ledereinsätze, zusätzliche Verzierungen, lackiere den Korb vor deren Anbringung. Eine Ausnahme kann unbehandeltes, also nicht mit Farbe gestrichenes Holz sein, zum Beispiel können Holzgriffe sofort angebracht und zusammen mit dem Korb lackiert werden. Werkzeugauswahl. Der Lack kann mit Pinsel, Schwamm, Rolle oder Sprühgerät aufgetragen werden. Der Pinsel ist die universellste und einfachste Option. Schwamm und Rolle geeignet, wenn kein Pinsel zur Hand ist, aber diese Werkzeuge nehmen schnell und viel Material auf. Sprühgerät, das ist wahrscheinlich sehr schnell und bequem, aber nicht jeder hat eins. Ich habe keins. Normalerweise geben die Hersteller von Farben und Lacken an, mit welchen Werkzeugen das Produkt aufgetragen werden kann. Auftragen. Das Wichtigste ist, den gesamten Korb vollständig mit Lack zu bedecken.
nicht nur außen, sondern auch innen. Gehe alle Verbindungen sorgfältig durch, besonders an den Befestigungsstellen der Griffe und des Randabschlusses. Trocknen. Lasse den Korb mindestens 12 Stunden lang an einem gut belüfteten Ort stehen. Wiederholte Beschichtung. Man kann mehrere Schichten auftragen, wenn das Produkt besonders robust sein muss. Dies ist besonders wichtig für Gartenkörbe und große Produkte, die oft beansprucht werden. So, das war's im Prinzip. Damit könnte mein Tutorial zum Lackieren eigentlich enden. Aber du kennst mich ja, oder? In meinen Tutorials erzähle ich nicht nur die Grundlagen, die man in 2 Sekunden googeln kann, sondern teile auch meine Tricks, Geheimnisse und persönlichen Erfahrungen. Deshalb erzähle ich dir jetzt von einem interessanten Lifehack, den ich zufällig entdeckt habe, als ich meine Produkte lackierte. Meine zufällige, aber vielleicht sehr einfache Entdeckung beim Lackieren ist die Verwendung von verdünntem Holzlack. Ich verdünne ihn mit Wasserplümmern am Verhältnis 1:2, wobei mehr Wasser verwendet wird. Sicherlich denkst du jetzt, und was soll das bringen? Der Lack verliert ja seine super Eigenschaften. Und das ist ein logischer Gedanke. Lass mich dir erklären, warum ich das so mache, und du entscheidest dann selbst, welche Methode dir besser gefällt. Erstens flechte ich aus bereits gefärbten Zeitungsröhrchen. Wenn du mein ausführliches Tutorial zum Färben von Röhrchen gesehen hast, weißt du, dass ich zuerst den gewünschten Farbton erziele und dann die Zeitungsröhrchen mit einer Schicht verdünnten Holzlacks überziehe. Das heißt, die Röhrchen sind bereits vor Feuchtigkeit geschützt. Wenn ich also das fertige Produkt lackiere, versiegele ich am Grunde nur zusätzlich alle Verbindungen und das gesamte Geflecht. Und zweitens mag ich es nicht, unnötige Aufregung um das fertige Produkt zu machen. Ich erkläre dir jetzt, was ich damit meine. Schau mal, Holzlack ist ziemlich dickflüssig. Um Läufer zu vermeiden, muss er in einer dünnen und gleichmäßigen Schicht aufgetragen werden. Und unsere geflochtenen Körbe sind ja ein durchgehendes Relief. Gleichmäßig aufzutragen ist eine ziemliche Herausforderung. Der Lack beginnt zu verlaufen und anzutrocknen, und wenn man die Tropfen nicht rechtzeitig entfernt, trocknen sie so ein und können das Aussehen des Korbes ruinieren. Es stellt sich heraus, dass man nach dem Anstreichen alle 20 bis 30 Minuten überprüfen muss, ob es Läufer gibt, und diese mit einem Pinsel entfernen muss. Und das mehrere Stunden lang, bis der Lack getrocknet ist. Und das bedeutet Pinsel waschen, Handschuhe wechseln, kurz gesagt zu viel Aufwand und ständige Beteiligung. Und das passiert, wenn man verdünnten Lack verwendet. Erstens eignet sich dafür die gleiche Lösung, mit der wir die Röhrchen in der letzten Schicht gestrichen haben. Zweitens ist er flüssig und dringt leicht in alle Spalten ein. Drittens hinterlässt er fast keine Läufer, da er sich schneller verteilt und trocknet. Wenn möglich, tauche ich das Produkt in die Lösung ein, lasse das überschüssige Material abtropfen und drehe den Korb dann einfach alle halbe bis ganze Stunde um, damit sich der Lack gleichmäßig verteilt. Während des Trocknens brauche ich keine Pinsel mehr. Einfach das Produkt ein paar Mal umgedreht. Und fertig. Mir persönlich ist diese Methode viel einfacher. Meine Beteiligung am Trocknungsprozess ist minimal. Und es ist für mich einfacher, mehrere Schichten verdünnten Lack aufzutragen, als um ein Produkt herumzustehen und Tropfen von dickem Lack zu verstreichen. Weißt du, wenn wir über das Lackieren mit verdünntem Lack sprechen, stellt sich sofort die Frage, wie viele Schichten braucht man, damit der Korb wirklich robust ist? Und das ist eine sehr gute Frage. Lass uns gemeinsam darüber nachdenken. Denn es gibt ja Produkte für unterschiedliche Zwecke. Die einen verwenden wir jeden Tag und die anderen werden vielleicht gar nicht besonders beansprucht. Einige Produkte werden unter idealen Bedingungen gelagert und andere müssen Sonne, Regen und Schnee trotzen können. Also ich stelle mir schon beim Flechten ungefähr vor, wie der Korb verwendet wird und dementsprechend auch beim Lackieren. Wenn ich weiß, dass der Korb oft verwendet wird, zum Beispiel hier im Badezimmer oder auf dem Balkon, dann lackiere ich ihn in 2 Schichten. Und wenn es ein eher dekorativer Korb ist oder zum Aufbewahren von etwas, das selten benutzt wird, dann reicht auch eine Schicht. Das ist meine Logik, Freunde. Aber weißt du was? Ich habe beschlossen, ein Experiment durchzuführen. Ich wollte überprüfen, ob die Anzahl der Lackschichten wirklich die Robustheit des Korbes beeinflusst oder ob das nur meine Vorstellungskraft und Selbstsuggestion ist. Letztes Jahr habe ich 2 identische Körbe für den Balkon geflochten.
Sie stammen aus derselben Charger-Röhrchen, wurden zur gleichen Zeit geflochten und leben unter den gleichen Bedingungen. Im Allgemeinen sind sie fast identisch, aber mit einem wesentlichen Unterschied. Ein Korb wurde mit 2 Lackschichten überzogen, der andere mit einer. Und weißt du was? Mit der Zeit kann ich sie nicht mehr auseinanderhalten und bin völlig durcheinander, welche mit einer Schicht Lack und welche mit 2 lackiert wurde. Sie sehen beide aus wie neu. Einerseits bin ich froh, dass die Körbe so robust und ununterscheidbar sind. Andererseits bleibt die Frage nach der Anzahl der Lackschichten für mich offen. So ist mein Experiment entweder gescheitert oder gelungen, Freunde. Ich hätte sie deutlicher unterscheidbar machen oder zumindest Etiketten aufkleben sollen. Aber egal, Hauptsache die Körbe leben und erfreuen das Auge. Nun, jetzt scheint das Lackieren wirklich nicht mehr so schwierig und unverständlich zu sein, oder? Wir haben alles besprochen, warum man Körbe überhaupt lackieren sollte, welchen Lack man wählen sollte, wie man ihn aufträgt und sogar mein Experiment mit unterschiedlichen Schichtanzahlen diskutiert. Und vor allem, jetzt hast du die Wahl. Du kannst mit normalem Lack lackieren, mit verdünntem, du kannst mit einem Pinsel auftragen, mit einem Schwamm oder den Korb sogar in Lack baden. Und wie viele Schichten? Das entscheidest du selbst, je nachdem, welches Leben du deinem Korb zugedacht hast. Oder du kannst auch ein Experiment durchführen und dein Ergebnis teilen. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende angesehen hast. Wenn es nützlich war, erwarte ich dein Like. Und wenn du deine eigenen Lifehacks zum Lackieren hast, schreibe sie unbedingt in die Kommentare. Und natürlich abonniere, um keine neuen Tutorials zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!